Hallo, liebe Freunde unseres Kanals. Wir stellen euch in den nächsten Videos die Hausbesichtigungen vor, die wir im Laufe der letzten Jahre so gemacht haben. Und wir werden mit dem Haus in Achadas da Cruz beginnen. Das war eigentlich unser Herzblatt von Anfang an. Das war auch gleichzeitig das erste Haus, was wir besichtigt hatten. Und das haben wir eigentlich auf eigene Regie erkundet, das erste Mal. Ja, du hast es eher zufällig gesehen im Internet, als wir gerade dort in den Ferien waren. Und da sagten wir, fahren wir einfach mal dorthin, weil es stand, dass es in Achadas da Cruz ist. Also sind wir einfach dort ins Dorf gefahren, haben uns umgeguckt. Dann haben wir es nicht gleich gefunden, noch Leute gefragt, ob sie das Haus irgendwie kennen. Und der Briefträger wusste dann ganz genau, wo das ist. Natürlich, natürlich. Und dann haben wir uns das Haus zuerst mal von außen angesehen. Das wird auch das erste zusammengeschnittene Video sein, was wir euch vorstellen. Und das Resultat war halt, dass wir direkt den Makler kontaktiert haben, der uns dann am nächsten oder übernächsten Tag zum Haus begleitet hat. Und wir haben ihn dann gefragt, ob wir die Schlüssel haben können, damit wir selber durchs Haus gehen können. Das war alles gar kein Problem. Wir haben dann dadurch auch in der Ortschaft noch ein paar Leute kennengelernt. Und ja, das war eigentlich unser allererstes Herzblatt. Uns hat halt die Aussicht wirklich sehr gut gefallen. Die Aussicht auf die auf die Westküste mit Sonnenuntergang und aufs Meer. Und das Haus ist relativ hoch, aber man sieht trotzdem bis aufs Meer hinunter. Das war wirklich eine tolle Aussicht und der Standort hat uns gefallen und dass es so viel Land hat und im Hintergrund ein kleines Waldstück. Auf dem Grundstück waren auch Kastanienbäume, andere Bäume, alles zugewuchert unter Brombeeren. Da wären wir gerne auf Entdeckungsreise gegangen. Oh ja. Was dort alles noch für Obstbäume hervorkommen. Das stand mehr als 10 Jahre stand das Haus leer, glaub, sogar völlig verfallen. 20, 30 Mal kann man nicht. Ja, man kann es nur grob abschätzen. Ja, und wir werden jetzt von diesem Haus alleine bestimmt so 4 oder 5 Videos werden wir euch vorstellen. Wir hoffen, ihr mögt das, was wir tun, weil die Videos wurden mehr aus der Hüfte geschossen. Die waren nie dafür vorgesehen, eigentlich auf YouTube zu landen. Aber wir hoffen trotzdem, dass euch diese Sachen gefallen. Ist natürlich alles sehr, sehr stark zusammengeschnitten. Die Qualität ist, glaube ich, doch für euch annehmbar, hoffen wir. Und wir haben das Beste versucht, weil die Idee von YouTube stand ja damals noch gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Die Videos sind 3 Jahre alt oder so. Die Videos waren für uns zur Dokumentation, damit wir eben zu Hause in Ruhe das anschauen können, damit wir vielleicht Leute fragen können, die sich auskennen im Umbau oder Renovation und ihnen vielleicht Problemstellen zeigen können, um zu wissen, wie viel müssen wir noch reinstecken, ist der Preis, macht der Preis Sinn, der dieses Haus hat? Genau. Liegt das in unserem Budget alles? Und wir haben von unseren Freunden und Bekannten natürlich auch jede Menge Tipps bekommen, wie man diese eine Schimmelart dort entfernen kann, wie man dort Durchbrüche machen kann, ob bestimmte Träger noch okay sind, ob Holzbalken noch okay sind. Darauf haben wir bei diesen Videos mehr Wert gelegt, um Unterhaltung unter anderem aufzuzeichnen mit den Maklern zwischen uns. Es war nie unsere Absicht, dass das auf YouTube landet, aber jetzt ist es halt so. Und ich glaube, die Videos sind recht annehmbar. Gebt uns euer Feedback, wie ihr diese Sachen findet. Und dann werden wir anhand des Feedbacks entscheiden, ob wir uns da noch verbessern können oder nicht. Und jetzt rede ich schon wieder. Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, warum haben wir es dann nicht gekauft? Ja, warum haben wir es nicht gekauft? Wenn es uns gefällt, der Preis in Ordnung ist, warum haben wir es nicht einfach gekauft? Ja, der Hauptgrund ist natürlich, unsere Anwältin hat uns davon abgeraten. Die Anwältin hat die Papiere geprüft und gesagt, da stimmt das nicht, die Erbengemeinschaft ist nicht komplett, da sind nicht alle Unterschriften drauf, dass jeder einverstanden ist mit dem Verkauf dieses Hauses. Ja. Deswegen niemals ein Haus kaufen ohne einen Anwalt, der sich mit dieser Region auseinandergesetzt hat und der sich damit auskennt. Unsere Anwältin können wir warmherzig empfehlen. Wenn ihr Fragen dazu habt, im Facebook-Chat geben wir gerne Ihre Koordinaten weiter.
Sie hat die Lizenz für Deutschland und für Gesamtportugal, also auch Azoren und Madeira. Und sie hat uns davon abgeraten, die Erbfolgen waren nicht klar, dann wurde geheiratet in den letzten 20 Jahren, wurde sich gescheiden gelassen und im Endeffekt gab es 15 potenzielle Besitzer von diesem Haus und diese Sachen aufzubereiten. Ja, wir hätten sehr viel Geld, wir hätten es in die eigene Hand nehmen können und irgendwie, ich weiß nicht, 20.000, 30.000 Franken investieren, nur um die Sachen, die Papiere zu regeln. Und nur einer hätte sagen müssen, nein, ich bin nicht einverkaufen, ich brauche das Haus selber, ich will es behalten. Dann wäre das alles in den Sand gesetzt. Ja. Und da hat sie uns doch abgeraten und gesagt, sucht lieber weiter, vielleicht findet ihr etwas anderes, das euch gut gefällt. Etwas, das wenige Probleme machen. Genau, genau. Und solche Häuser gibt es auf Madeira und auch in Portugal zuhauf. Deswegen unbedingt einen Rechtsanwalt hinzuziehen, der sich mit dieser Sache auskennt. Weil in den Papieren ist immer irgendetwas faul. Weil sie gehen halt nicht regelmäßig zur Gemeinde und registrieren ihre Sachen. Eben. Ja. Und dann kam auch noch Euro-Union irgendwann dazu und dann war denen erst recht alles egal und das ist halt dort der Arsch der Welt und dort gilt einfach das Bauernrecht. Die Bauern annektieren dann irgendwelche Stück Länder, bestellen die, obwohl sie denen nicht gehören. Aber die machen das dann einfach 10 Jahre und denken dann, das gehört denen. Und ja, das ist sehr, sehr kompliziert dort, sehr, sehr kompliziert. Es gibt sogar ein Gesetz, dass wenn du das Land, ich glaube 10 Jahre lang bewirtschaftest und niemand erhebt Einspruch, und es gibt auch Zeugen, dass du das machst, dass du für den Unterhalt sorgst oder dass eben es zum Beispiel freihältst von Bäumen, die für den Waldbrand eine Gefahr sind, dann kannst du plötzlich auch Eigentümer dieses Grundstücks werden. Ja. Das heißt, wie heißt das Recht? Ja, ich weiß es jetzt nicht genau. Weiß ich auch nicht. Ja, so sieht es aus. Und was können wir noch darüber erzählen, über dieses Haus? Es gefällt uns immer noch, aber wir haben jetzt etwas Schönes gefunden. Jetzt haben wir endlich unser Haus gefunden, wo wir die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte verbringen werden. Aber ja, ich möchte noch sagen, auch wenn euch das Haus am Anfang sehr gut gefällt, das hat es ja auch getan und wir waren auch ein bisschen naiv, bleibt einfach skeptisch. Ja, unbedingt. Und unterschreibt nichts, bevor nicht alles klar ist. Um Gottes Willen. Eben, vielleicht auch filmen und Ingo hat die Kamera auch laufen lassen, teilweise auch nur um den Ton aufzunehmen und irgendwelche Aussagen halt einfach zu haben, die gemacht wurden. Ja. Dass man dann später nicht sagen kann, ja, das habe ich gar nie gesagt. Einfach sehr aufpassen, skeptisch bleiben, einen Anwalt hinzuziehen, der alles dann absegnet und dann kann man einen Schritt weitergehen und wirklich sagen, wir wollen es jetzt kaufen. Ja, und vertraut keinem Makler, nur weil er euch sympathisch ist. Die sind alle sympathisch, aber Fakt ist, dass sie rechtliche Sachen nicht beantworten können. Sie sind halt einfach Verkäufer. Oder wollen. Ne? Sie sind einfach Verkäufer. Schlussendlich wollen sie ein Geschäft machen, ob das rechtlich in Ordnung ist oder nicht, ist nicht ihr Bier. Oder es interessiert sie echt nicht. Überhaupt nicht. Sie wollen das Geld, sie wollen auch vielleicht schon einen Vorschuss oder macht einfach nichts. So sieht es aus. Und die erzählen euch wirklich teilweise etwas vom Pferd. Ne? Wie das Grundstück hat 2000 Quadratmeter. Das sind keine 2000, das sind höchstens 600. Selber nachmessen, relativieren, ja. Deswegen seid vorsichtig, nichts ohne Anwalt unterschreiben. Interessieren dürfte euch für die Häuser, aber dann unbedingt einen Anwalt hinzuziehen. Also interessant ist es auf jeden Fall, Häuser zu besichtigen. Oh ja, man lernt. Das ist eine spannende Sache, da kann man machen, aber eben einfach auch wissen, was man tut. Ja. Und nichts versprechen und nichts unterschreiben, bevor nicht alles geprüft ist von jemandem, der sich in den Gesetzen auskennt. Ja. Prüft unbedingt auch die Höhenlage, wo das Haus liegt, an welcher Küste das Haus liegt. Vielleicht wissen es nicht alle, auf Madeira gibt's die unterschiedlichsten Klimazonen. Und für den einen ist die Westküste bestimmt im Sommer total schön und so. Aber vielleicht möchte er dann doch nicht im Dezember, Januar, Februar dort wohnen, wenn dort richtig die Post abgeht. Oder an der Nordküste, ja, es ist alles so schön grün und so, aber es wird dort halt auch feucht, da wo wir jetzt sind.
Ne? Was ja auch noch ist bei Achadas da Cruz, wir hatten ja mit Leuten im Dorf gesprochen und sie haben uns schon gesagt, dass da mit der Erbschaft etwas nicht stimmt und wahrscheinlich einer davon nicht einverstanden ist mit dem Verkauf. Und wir konnten das nicht so akzeptieren, weil wir halt wirklich das Haus mochten und wir sind sogar dort auf eigene Faust einfach in die Gemeinde gegangen und haben dort, konnten dann weiter durch die Gemeinde, wurden ins Büro geleitet er war Architekt, glaube ich. Ja, Chefarchitekt der hat das mit Kamera uns Municipal, angeschaut und er hat auch in die Papiere geschaut, in der Gemeinde, wer ist denn da registriert als Inhaber. Das konnte er uns auch sagen. Das ist kein Geheimnis. Ihr könnt also auch eigene Faust auch Erkundigungen einziehen. Ja, und wir haben eben auch mit Leuten gesprochen und dann mit der Anwältin. Das war sicher das Wichtigste, dass sie das alles überprüft hat. Aber es war eine spannende Sache und am Schluss mussten wir dann schweren Herzens dann doch sagen, gut, wir lassen das jetzt einfach sein. Ja, wir mussten unsere Anwältin natürlich dafür bezahlen. Das hat um die 1.000 Euro gekostet, die gesamten Sachen, die sie für dieses Haus speziell für uns gemacht hat. Sie musste natürlich hinfliegen, davon haben wir einen Anteil bezahlt und Termine gemacht dort mit dem Makler und und so sind wir dann hinterher drauf gekommen, dass es einfach keinen Sinn macht, mit diesem Haus weiterzumachen. Wir hatten ordentlich dran zu kauen, ein paar Monate. Sie hat auch Klartext geredet. Ja, und dann haben wir uns direkt beim nächsten Besuch mit 25 neuen Properties auf den Weg gemacht und haben dort dann jeden Tag 2, 3 Stück angeguckt und haben richtig nochmal eine Schippe oben drauf gelegt. Ja, das ist dann auch nichts geworden und ja, das werdet ihr alles in den nächsten Videos sehen, die Besichtigung der anderen Häuser. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, in jedem Haus liegt irgendwo ein kleiner oder großer Hund begraben. Ja, aber diese Probleme können teilweise ausgeräumt werden mit Hilfe einer Anwältin. Ne? Deswegen investiert ein klein bisschen Kleingeld in so einen Anwalt. Nur dann werdet ihr wirklich glücklich mit euren Entscheidungen. Sonst holt euch das irgendwie wieder ein. Ja, ne? Und jetzt wollten wir gleich noch ein klein bisschen in dieser sommerlichen Landschaft mit der Drohne fliegen. Ja. Ne? Weil wir werden in der zweiten Staffel auch Drohnen-Footage von Madeira werden wir wohl euch präsentieren können. Und eine Steadicam. Und so hoffen wir, dass die Gartenvideos und die Hausvideos noch bessere Qualität bekommen. Ja, wir geben auf jeden Fall Gas für euch und danke für das Feedback, was ihr uns bisher gebracht habt. Wir haben innerhalb des ersten Monats jetzt 100 Abonnenten bekommen. Innerhalb des ersten Monats, das ist toll. Schon krass. Und ist eine gute Ablenkung, um die Zeit zu überdauern, bis wir sie zurückgehen können. Homeoffice, aber ihr seid in derselben Situation. Ja, von daher schneiden wir fleißig Videos für euch und wenn ihr irgendwas an den kommenden Videos nicht mögt, schreibt's in die Kommentare. Wir lesen jeden Kommentar, wirklich jeden Kommentar. Sie dürfen auch sagen, wenn Ihnen was gefällt. Oh, unbedingt, unbedingt. Sagt auch, wenn euch irgendwas gefällt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf die nächsten Monate begleitet. Und sobald sich an der Situation auf Madeira irgendetwas ändert, werden wir direkt hin, um dort nach unserem Haus zu gucken. Und dann geht's auch direkt mit der zweiten Staffel los. Von uns. Ja, bis dann.